Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Versatility for Everyday verspricht Cube auf seiner Website über das neue Longtail Hybrid. Das ist natürlich ein frommer Wunsch, aber viele sind schon daran gescheitert. Jetzt ist also die Frage, wie geht Cube das Thema an und können sie dieses Versprechen erfüllen? Das wollen wir in diesem Video einmal sehen. Zuerst ein Transparenzhinweis. Cube hat uns dieses Bike ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns aber nicht gesagt, was wir wie irgendwie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind unsere bzw. meine eigenen und Sie bekommen auch weder das Video noch den Artikel auf radelbande.de vor der Veröffentlichung zu sehen. Wir sind komplett herstellerneutral. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Cube ist einer der, wenn nicht der größte deutsche Fahrradhersteller. 1993 im Fichtelgebirge gegründet, haben sie mittlerweile ein riesiges Portfolio an allen möglichen Fahrrädern. Du suchst ein Rad für deine Kinder? Guck mal bei Cube. Du fährst gerne Rennrad? Guck mal bei Cube. Mutti und Vati wollen ein faltbares E-Bike haben? Cube hat eins. Außer Reha-Dreiräder. Und gleichzeitig ist Cube auch für das super Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Sie waren nur nie so richtig Innovationstreiber. Und auch das Longtail Hybrid kommt zu einer Zeit auf den Markt, wo viele Mitbewerber schon sehr lange auf dem Markt sind. Also was hebt es von den anderen ab? Zunächst einmal gibt es das Rad in zwei Versionen. Und ich habe das Longtail Sport Hybrid bekommen, denn ich bin ja Sportler. Und das hat eine Shimano Deore 10-fach Kettenschaltung. Es gibt aber auch eine Version mit einer Enviolo und einem Riemen, was natürlich für alle die super ist, die ein möglichst wartungsarmes Longtail haben wollen. Und Riemen und Enviolo ist im Longtail-Bereich auch nicht so gängig. Das Rahmenset ist bei beiden Versionen gleich und sowohl Rahmen als auch Gabel sind aus Aluminium gefertigt, schön verarbeitet und auch der Motor und der Akku sind schön ins Design integriert und der Akku lässt sich trotzdem verhältnismäßig leicht entnehmen, weil er eben nicht so... Wenn das Ding hier nicht da dran wäre, wäre es noch leichter, weil der eben nicht integriert ist, sondern hier draußen dran sitzt. Etwas, was ich persönlich sehr schätze und für alle dann wichtig ist, wenn ihr das Rad nicht da laden könnt, wo ihr es abstellt. Cube hat das Longtail für Menschen mit einer Größe zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter gemacht und sie bekommen das hier mit so einer Teleskopsattelstütze hin. Der obere Teil lässt sich mit einem Schnellspanner verstellen, der untere Teil dann mit einem Inbusschlüssel und hier diese Schrauben dafür sind formschön auf die linke Seite integriert. Und vorne der Vorbau lässt sich dann auch sehr leicht hier mit dem Beischulz-System verstellen, sodass wirklich sehr viele Leute eine favorisierte Sitzposition finden sollten. Der Einstieg ist jetzt nicht super niedrig, aber im Bereich der großen Longtails bzw. der Longtails mit großen Rädern
ist das schon verhältnismäßig niedrig. Diese Strebe hier verhindert halt einen niedrigeren Einstieg, die ist aber für die Stabilität offenbar notwendig. Ein cooles Detail ist die Farbgebung bei dem Rahmen. Cube nennt das Ganze Swamp Gray Reflex. Sie nennen es so, denn das hier sieht so ein bisschen aus wie aus dem Sumpf gezogen. Vielleicht so ein bisschen wie ich. Und das hier ist reflektierend. Also alle Logos, alle Cube-Zeichen und dieser kleine Longtail-Schriftzug hier oben, das reflektiert im Dunkeln und sieht ziemlich cool aus. Ein weiteres witziges Detail ist die Symmetrie. Und zwar nicht nur, weil die Schaltung nur auf einer Seite ist, sondern auch dieses Sitzrohr hier. Ihr könnt sehen, dass der Sattel leicht nach rechts versetzt ist. Wenn man von oben nach unten guckt, dann sieht das Fahrrad so aus, als sei es ein bisschen nach links gerückt. Ist einfach nur ein witziges Detail, was mir aufgefallen ist. Ein weiteres Detail, was mir aufgefallen ist, das aber tatsächlich sinnvoll ist, Flaschenhalterösen. Und zwar jede Menge. Und das ist auch ein Teil für Versatility for Everyday. Man ist ja nicht jeden Tag einfach nur in der Stadt unterwegs, sondern man will auch ins Abenteuer. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal hier hinten eine Flaschenhalteröse, die sich ehrlicherweise nicht für eine Flasche eignet, da ist der Akku dazwischen, aber hier findet zum Beispiel ein Faltschloss Platz oder wie in diesem Falle ein kleines Werkzeugset. Und dann sind hier noch zwei weitere Flaschenhalter verbaut. Ich habe jetzt hier eine Flasche, die ist jetzt allerdings leer und ein Faltschloss montiert, aber da könnte man zum Beispiel auch zwei Flaschen hintereinander oder es wäre auch Platz für eine richtig große Flasche. Flaschenhalterösen. So wichtig. Dieser Käfig schützt erstmal den darunterliegenden Bereich, er ist mit den 4 Flaschenhalterösen ausgestattet und kann dementsprechend auch mit Accessoires bestückt werden. Und dann kann man diesen Käfig auch noch mit einem Schlüssel öffnen. Und darunter befindet sich dann kein Akku, sondern ein Staufach. Platz im Rahmen ist bei solchen Lastenrädern eher selten da. Hier ist ein relativ großes Fach für zum Beispiel noch ein Speichenschloss, wenn ihr das Rad so richtig gut sichern wollt. Oder zum Beispiel auch ein Spanngurt. Wofür brauchen wir den denn? Gucken wir gleich mal. Und dieser Platz lässt sich dann auch noch etwas aufteilen, falls ihr auch längere Gegenstände hier reintun wollt. So, und zum Schließen wieder einfach hier so ein bisschen reindrücken. Aber dieser Käfig ist noch für was anderes gut. Der lässt sich nämlich nicht nur nach hinten klappen, sondern auch komplett rausnehmen. Also ihr könntet auch ohne diesen Käfig fahren und dann lässt er sich umdrehen. Das Schloss muss man dafür auch einmal umdrehen. Und jetzt hakt man das wieder ein, schließt es ab. Und jetzt ist das ein weiterer Gepäckträger. Hier können wir jetzt zum Beispiel das hier nehmen. Einen kleinen Campingsitz. Ziehen den Gurt hier durch. Und dann können wir das hier schön verstrapsen. Und das kann nicht weg. Also das ist jetzt wirklich Abenteuermodus eingeschaltet. Das ist auch ziemlich stabil. Man kann hier auch mit diesem abgeschlossenen Gepäckträger weiterhin nicht an dieses Fach ran. Aber wenn man da ran muss, muss man dann natürlich das Gepäck entfernen und kann dann das auch ganz normal wie eben wieder aufschließen und ganz normal verwenden. Also dieser kleine Gepäckträger, der ist echt ziemlich cool. Und bevor wir zu den anderen Gepäckträgern kommen, gucken wir uns mal das Cockpit an. Wir haben hier einen klassischen Lenker. Relativ breit, ziemlich Mountainbike-mäßige Sitzposition, verhältnismäßig langer Vorbau tatsächlich und die ganz normale LED-Remote, die man bei fast allen Rädern mit dem smarten System findet. Hier ist dann das Kiox 300 Display verbaut, das sich dann auch noch in der Neigung so ein bisschen verstellen lässt, sodass ihr es auch etwas näher an euch ranbringen könntet. Ihr könntet es auch einmal umgedreht montieren. Je nachdem, da ist man mit dieser Halterung recht flexibel. Die Bedienung ist verhältnismäßig einfach. Hier kann man durch die 5 Stufen schalten aus Eco, Tour Plus, Cargo und Turbo. Und hier nach rechts und nach links kommt man durch die einzelnen Bildschirme, die man sich auch noch verhältnismäßig frei konfigurieren kann. Auf der rechten Seite sehen wir dann eine kleine Klingel von Nog inspiriert und den Schalthebel von der Shimano Deore 10-fach. Und was man sagen muss, diese Griffe, die haben eine recht große Auflagefläche und fühlen sich sehr bequem an.
sind ergonomisch geformt und auch an die Bremsgriffe kommt man gut ran. Der vordere Gepäckträger ist optional und hat eine sehr interessante Befestigung über das HIC-Interface. Das sind zwei Schellen, die oben und unten am Steuersatz über eine Nut befestigt werden und daran wird dann der Gepäckträger dran geschraubt. 20 Kilogramm kann der ab und das ist jede Menge für einen Frontgepäckträger. Ich finde diese Methode ziemlich interessant, denn wenn man den abbaut, dann merkt man gar nicht, dass da irgendwie eine Möglichkeit ist, um einen Gepäckträger zu montieren. Das sieht sehr schön clean aus. Zwei Gepäckträgeroptionen gibt es. Einmal einen Fahrradkorb aus Kunststoff, wenn man so will, der sich dann hier direkt montieren lässt. Und dann diese Option, einen klassischen 30 x 40 cm Gepäckträger. Also Euroboxen passen hier ohne weiteres drauf, diese halbgroßen. Und Cube hat hier diesem Gepäckträger auch das Rylink-System spendiert, das Cube-eigene Zubehörsystem, mit dem man zum Beispiel so einen Fahrradkorb einfach hier draufsetzen kann und dann einfach festklicken kann. Und es gibt auch noch jede Menge andere Optionen, wie diese Tasche hier. Das ist ziemlich cool. Diesen Korb kann man dann einfach auch abnehmen über diesen Zug und die Einkäufe dann irgendwie mit reinnehmen. Und ein Punkt noch, jetzt wo hier dieser Gepäckträger voll ist und wir keinen weiteren Flaschenhalter montieren können da, wo der Sitz da dran ist das nicht so ein Problem. Denn hier an der Seite gibt es nochmal Flaschenhalter. Und diese Tasche, die hier sich auch draufklicken lässt, die ist auch noch interessant. Und deswegen gucken wir uns die auch nochmal an. Hier links und rechts und vorne sind so große Reflektorstreifen, damit man auch in der Nacht im Dunkeln besser gesehen wird. Und die ist auch ziemlich geräumig. Die Tasche ist hier verschlossen, komplett regendicht und hat hier auch noch eine Vordertasche, in die man so Kleinigkeiten reintun kann. Flache Gegenstände, wie das Handy zum Beispiel, wenn man das hier unbedingt reintun möchte. Und lässt sich dann auch mit Schnappern links und rechts öffnen. Und ist dann, wie gesagt, sehr geräumig. Hier ist jetzt noch ein Schloss drin und eine Mütze und ein bisschen Tape und noch ein Schloss. Und auf jeden Fall ist so eine Tasche definitiv empfehlenswert, wenn ihr regelmäßig irgendwelche Sachen transportieren wollt, weil sie sich eben leicht verschließen lässt. Man kann sie dann auch hier oben so ein bisschen verschließen, wenn ihr das schöner findet. Und man kann sie wie mit diesem Rylink-System einfach abnehmen und mit dem Gurt einfach dann mitnehmen. Machen wir mal hinten weiter. Zunächst einmal haben wir hier jetzt gerade viele Optionen verbaut. Standardmäßig kommt der Gepäckträger quasi nackt zu euch, ohne dieses ganze Gedöns hier. Das könnt ihr dann selber je nach euren Vorlieben konfigurieren. Und der Gepäckträger ist sehr interessant montiert. Denn als ich das Rad bekommen habe, ist mir das hier aufgefallen. Ist das ein Lager? Ja, das ist ein Lager, weil dieser Gepäckträger gefedert ist. Das Problem vieler Longtails ist ja, dass der Gepäckträger direkt über dem Hinterrad ist und Kinder und Last ziemlich durchgeschüttelt wird. Und da hat Cube sich einfach gedacht, na dann federn wir den halt. Also ich frage mich wirklich, warum da noch niemand anders drauf gekommen ist. Sie machen das hier mit zwei Elastomeren, eins links, eins rechts, die hier unten dann montiert sind, an dem unteren Montagepunkt des Gepäckträgers. Aber wie gut das funktioniert, das sehen wir nachher mal am Fahreindruck. Die Idee ist auf jeden Fall genial. Jetzt bei diesem Rad ist die komplette Kinderausstattung verbaut. Hier mit diesem stabilen Bügel hier oben, mit den Trittbrettern unten und auch mit diesen Sitzflächen. Und da wird es wiederum interessant, denn die Sitzflächen sind über das Rylink-System wieder einfach demontierbar und montierbar. Und jetzt, wenn man zum Beispiel nur mit einem Kind unterwegs ist, kann man auch hier hinten einfach einen Korb draufsetzen statt eines Kindersitzes oder diese Tasche, die wir eben gerade für vorne gesehen haben. Und man kann natürlich auch den vorderen Sitz einfach abnehmen und hat dann, na, ich habe das noch nicht so häufig gemacht, und wenn man dann auch den Korb abnimmt, hat man eine richtig große Fläche von 60 x 40 cm, was für eine Eurobox mit 60 x 40 cm genau ausreicht. Und wenn man dann wieder Kinder reinsetzen möchte, dann klack. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen.
und klack. Und so einfach ist das. Diese Sitzpolster hier, die sind angenehm gepolstert, die lassen sich leicht abwischen und sie saugen sich auch bei Regen nicht mit Wasser voll. Deswegen kann man das Rad auch einfach so draußen stehen lassen. Das finde ich auch ziemlich gut. Hier an der Seite vom Gepäckträger sehen wir dann wiederum nochmal die eben gerade erwähnten Trittbretter, den Speichenschutz, damit die Füße der Kinder da nicht reingeraten. Hier eine Möglichkeit, ein Speichenschloss zu montieren und hier eine Strebe für die Montage von zum Beispiel Packtaschen. Wie dieser hier oder auch eure eigenen Packtaschen könnt ihr hier dranhängen. Ein bisschen treffen, zielen und draufsetzen. Und diese Reling hier unten, diese Fußleiste, dieses Trittbrett ist dann auch dafür geeignet, um solche Packtaschen nochmal abzustützen. Aber Cube hat auch noch weiteres Zubehör im Programm, nämlich große Packtaschen für das Bike. Die sind ein bisschen komplizierter zu montieren und zu demontieren. Das heißt, die können auch ziemlich gut am Rad einfach bleiben. Und deswegen habe ich auf der anderen Seite meine montiert. Diese Tasche kommt von Acid, was die Zubehörmarke von Cube ist und sind speziell für das Longtail hier entwickelt worden. Kurioserweise ist hier unter der Tasche bis zu dem Trittbrett noch ein bisschen Platz, aber die Tasche ist komplett einmal mit Reflektoren rundherum bestückt und natürlich hier mit einem Rolltop ausgestattet, sodass sie wiederum regendicht ist und das Rad auch mit Tascheninhalt mal irgendwie draußen stehen kann. Hier oben sind dann verstellbare Gurte, um die Tasche so ein bisschen an den Beladungszustand anzupassen. Das geht natürlich auch hübscher und man kann diese Gurte natürlich auch einfach öffnen und dann bekommt man Zugang zu dieser verhältnismäßig großen Tasche. Hier drin befindet sich dann Platz für Kleinigkeiten und Großigkeiten auch, wie zum Beispiel auch ein weiteres Schloss. Und diese Tasche ist auch nochmal unterteilt in kleinere Taschen. Hier ist eine Netztasche, hier ist eine Tasche mit einem Reißverschluss, die sich schließen lässt. Und die ist insgesamt schön geräumig mit 45 Litern Fassungsvermögen. Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann kann diese Tasche auch einmal umgestülpt werden, sodass dann Kinder ihre Füße hier reinstellen können. Das sind jetzt alle Details und Features des Cube Longtail Hybrid. Und wie es sich fährt, das wollen wir jetzt mal sehen. Fanshirt? Vielleicht mal sehen. In den Taschen sind jetzt auf jeden Fall meine beiden neuen Mitarbeiter, die Säcke, Tam und Arak, also gut 35 Kilogramm jetzt auf links und rechts verteilt. Dann ist noch ein bisschen Krüschelkram, so Schlösser etc., wie ihr das schon im Laufe des Videos gesehen habt, sind hier dann auch noch mit in diesen Taschen. Also nicht voll beladen, aber schon so eine übliche Beladung mit 2 Kindern und so ein bisschen Gepäck, ein bisschen Kram noch hinten drauf. Und wir wollen mal sehen, wie sich das jetzt so fährt. Lass mal vom Ständer runterheben. Wir sind jetzt in der höchsten Unterstützungsstufe im kleinsten Gang und versuchen auf 25 km/h zu beschleunigen. Und los geht's. Und 25 km/h. Also, das ist fix. Es war aber auch, um ehrlich zu sein, nichts anderes zu erwarten. Der Bosch Cargoline Motor mit 85 Newtonmeter Drehmoment, dann die Kettenschaltung, die sehr effizient ist und die recht kleine Übersetzung, die sorgen dafür, dass das Rad echt gut loslegt. Und auch dann, wenn man 25 km/h erreicht hat, dann kann man hier halt ziemlich entspannt fahren. Jetzt über so eine Rumpelpiste merkt man schon, dass vorne, also wenn man so ein bisschen verwöhnt ist zumindest, dass vorne eine Federgabel fehlt. Aber die Reifen mit dem recht großen Umfang, die sind schon ziemlich komfortabel und gleichen das ganz gut aus. Ja, und natürlich schaltet auch die Shimano-Schaltung zuverlässig durch die Gänge. Und auch jetzt durch diese ersten Kurven lässt es sich sehr aktiv bewegen. Wir sind jetzt auch beim dynamischen Jerusalemsberg. Und da fahren wir jetzt gleich mal hoch. Wie immer mit einer recht geringen Leistung, recht hohen Trittfrequenz von 70 bis 80 Umdrehungen pro Minute im höchsten Modus. Und wir wollen mal sehen, wie schnell wir sind. So, jetzt sind wir bei einer guten Trittfrequenz, bei einer guten Leistung und bei 21 km/h, so als Grundgeschwindigkeit. Und wir fahren jetzt mal hoch. Jetzt muss ich ein bisschen schneller treten, aber wenig Leistung, 19,4, 18,8, 19 km/h. Also bummelig 19 km/h lässt uns das Fahrrad beibehalten als Geschwindigkeit.
Das ist verhältnismäßig hoch. Das Cube an sich ist schon selber nicht super leicht, aber auch nicht super schwer. Der Bosch Cargoline Motor, der lässt einen natürlich super beschleunigen und so die Geschwindigkeit beibehalten. Und jetzt hier gerade am Berg hatte ich noch einiges an Luft nach unten auf der Kassette, um auch stärkere Steigungen dann irgendwie hochfahren zu können. Also wenn ihr im alpinen Gelände wohnt, eignet sich das Rad mit der Kettenschaltung auf jeden Fall. So, jetzt hier auf gerader Strecke können wir jetzt mal so ein bisschen über die Sitzposition sprechen. Die kann ich jetzt halt zwischen sehr aufrecht und recht stark nach vorne gebeugt variieren. Ich bevorzuge die nach vorne gebeugte Sitzposition, weil ich da etwas mehr Kontrolle habe. Und ich muss sagen, die Sitzposition ist sehr angenehm. Vielleicht etwas kurz, also sie könnte für meinen Geschmack noch etwas länger sein, aber ich bin halt auch recht groß. So, und wenn man jetzt sich so ein bisschen in die Kurve legt, auch bei langsamerer Geschwindigkeit, da reagiert das Rad echt gut. Die Lenkung ist leichtgängig und fühlt sich sehr natürlich an, weil es sich eben um ein Rad mit großen Laufrädern handelt. Wenn man jetzt schnell den Lenker bewegt, dann merkt man, dass das Rad so ein bisschen nachzieht und so ein bisschen Bewegung innerhalb des Rahmens hat. Aber das ist auch völlig normal, völlig unbedenklich. Hier sind halt durch die größeren Laufräder etwas längere Streben vonnöten als bei einem 20 Zoll Longtail-Lastenrad. Und wenn man hier so rüber poltert, dann merkt man halt schon, dass es ungefedert ist. Aber was jetzt auch auffällt, dass es hinten nicht so poltert. Und das können wir jetzt auch mal hier etwas weiter überprüfen auf Gravel. Wie gut fährt das Rad hier rüber? Also das lenkt, wie gesagt, auch hier richtig gut ein. Und gerade über solche Wurzeln oder Kanten merkt man diesen Effekt des gefederten Gepäckträgers. Der Effekt ist nicht stark, also das wackelt nicht groß, aber er nimmt die größten Stöße echt gut raus. Und das habe ich besonders dadurch gemerkt, dass sich die Kinder auch bisher nicht beschwert haben, wenn wir mit dem Rad unterwegs sind. Etwas, was bei anderen Longtails durchaus mal der Fall ist. Und jetzt anfahren am Berg. Wir sind in der kleinsten Übersetzung, wieder in der größten Unterstützung. Und wir rollen mal los. Ah ja. Ganz entspannt. Das ist der Vorteil an Kettenschaltung und der Vorteil des Porsche Performance CX Motors, und in Kombination sind die gerade bei solchen Sachen unschlagbar, denn es geht richtig sanft nach oben, man muss nicht viel Kraft aufwenden. Für mich ist jetzt der Auf- und Abstieg auf das Fahrrad nicht sonderlich schwer, weil der Einstieg doch recht niedrig ist. Für kleinere Personen ist das nicht ganz so einfach, gerade dann, wenn ihr hier vorne noch auf diesen kleinen Gepäckträger irgendwelche Dinge verstrapst. So, noch beim Schieben funktioniert das Rad richtig gut. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist, dass ihr mit den Beinen nicht die ganze Zeit gegen die Taschen kommt. Die hängen halt etwas höher als bei kleineren Longtail-Lastenrädern. Und was auch sehr gut funktioniert mit dem Cube Longtail Hybrid, ist das Langsamfahren. Also auch ohne Motorunterstützung ist halt die Kettenschaltung sehr effizient und lässt euch auch bequem fahren. Allerdings ist das jetzt schon anstrengend, also ich schalte dann noch mal wieder den Motor an. Und Kopfsteinpflaster. Auch hier wiederum der Punkt, dass das Rad ungefedert wie es ist natürlich nicht alles ausgleichen kann. Aber hier auf dem Sattel bin ich ziemlich zentral. Ich merke kein Gepolter, keine größere Bewegung irgendwie vom Gepäckträger. Also auch wenn dieser Federweg hinten von den Elastomeren am Gepäckträger echt gering ist, zeigt das aber trotzdem Wirkung. Jetzt machen wir mal den Bremstest. 25 km/h und voll in die Eisen. Also das Hinterrad ist gerutscht in diesem Fall. Wir hatten jetzt einen Bremsweg von 2,10 Meter ist das Rad, 3,50 Meter etwa. Also knapp die 1,5 bis 1,75-fache Länge des Fahrrads. Es ist leicht kontrollierbar und rutscht auch nicht in die eine oder die andere Richtung, selbst wenn es so bestückt ist mit Kameras. Was auch beim Lenker jetzt auffällt, der ist ziemlich breit, nicht ganz Mountainbike-Territorium, aber man hat eine gute Kontrolle.
Das verleiht viel Sicherheit, ist trotzdem so ein bisschen nach hinten geneigt für so einen gewissen Stadtfahrradfaktor. Es lässt sich sehr präzise auch ums Eck zirkeln, es fährt sich sehr sicher und angenehm. Das Einzige ist halt so ein bisschen Bewegung im Rahmen, wenn es schwerer beladen ist. Und man merkt halt schon, dass der Schwerpunkt etwas höher ist als bei Longtails mit kleineren Rädern. Aber ich bin mal gespannt, was Zukunftstillmann oder dann Gegenwartstillmann so nach den paar Wochen zu sagen hat darüber. Hallo aus der Gegenwart. Wir konnten dieses Rad jetzt mehrere Wochen im Alltag bewegen und wirklich sehen, wo so die Stärken und die Schwächen des Cube Longtail Hybrid liegen. Und eine genauere Abhandlung nach der Radelbeine Bewertungsmatrix findet ihr wie immer über den Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir aber mal 3 Punkte rausfinden, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Und wir beginnen mit den 3 guten Punkten. Der erste Punkt, der uns gut gefallen hat, ist die Tauglichkeit für größere und kleinere Leute. Bei Longtails mit großen Laufrädern ist das längst nicht selbstverständlich. Die meisten kommen da mit verschiedenen Rahmengrößen, aber Cube hat die Geometrie so hingekriegt, dass sowohl ich mit 1,96 m als auch Lea mit 1,62 m hier bequem drauf sitzen konnten. Auf der einen Seite durch diesen höhenverstellbaren Vorbau bzw. Lenker und dann auch den großen Sattelstützenauszug. Also bei kleineren Laufrädern ist das deutlich leichter, eine solche Rahmengeometrie hinzubekommen. Bei größeren ist es nicht ganz so einfach, aber Cube hat es geschafft. Der zweite Punkt, der uns aufgefallen ist, ist der konkurrenzlos gute Preis. Gerade wenn man diese Ausstattung hier betrachtet, mit dem großen Bosch Cargoline Motor, dem großen Akku, dem Kiox Display, mit den Magura Scheibenbremsen, dem Bremslicht. Hier wurde nichts irgendwie weggespart und trotzdem ist das eins der günstigsten Longtail-Lastenräder mit einem Mittelmotor, die ihr kaufen könnt. Mal abgesehen, dass die Version mit Riemen und Enviolo, die wirklich alltagstauglich ist, ein paar hundert Euro mehr kostet und auch mit knapp über 4.000 Euro immer noch günstiger ist als die meisten Longtails mit einer Kettenschaltung. Das ist echt stark. Und der dritte Punkt, der uns gut gefällt, ist das sehr umfassende Zubehörprogramm, das Cube hier für das Longtail anbietet. Egal, ob es hier vorne die verschiedenen Körbe und Taschen sind, die man vorne auf den Gepäckträger drauf schnallen kann, dank des Rilink-Systems, oder auch die Möglichkeiten, die sich hier hinten auf der Ladefläche bieten, auch mit den Taschen an der Seite. Das ist alles gut durchdacht, lässt sich schnell tauschen und wechseln und ist auch alles sehr gut verarbeitet. Es fehlen nur so ein paar Kleinigkeiten, die halt speziell im Longtail-Bereich für die ein oder andere Person wichtig sein könnten, wie zum Beispiel so ein Regenverdeck hier rüber, was aber sowieso längst nicht alle anbieten. Und da sind wir jetzt bei den 3 Punkten, die uns weniger gut gefallen haben. Und der größte Punkt ist einfach der Ständer. Bei unserem Testexemplar dreht er sich so ein bisschen, das sollte jetzt aber in der Serie abgestellt sein, aber selbst mit einem komplett fest arretierten Ständer ist es einfach schwierig, das Rad auf und vom Ständer zu bekommen. Wenn man das hier schieben möchte, dann muss man das mit ziemlich viel Druck machen und das ist gerade auf nicht Teppich-Untergründen und wenn das Rad beladen ist, doch ziemlich gewaltvoll. Und die nächste Möglichkeit ist halt, es irgendwie vorne hochzuziehen und dann den Ständer zu betätigen. Aber das ist gerade dann wiederum, wenn das Rad beladen ist und wenn ihr nicht ganz so groß seid wie ich, doch ein ganz schöner Akt. Da müsst ihr euch drauf einstellen und am besten bei der Probefahrt beim Händler einmal sehen, ob ihr es beladen auf den Ständer bringen könnt oder nicht. Kleine Ergänzung von Ergänzungstillmann. Das ist hier jetzt der Ständer mit dem Zwischenstück hier oben. Das bringt den ganzen Ständer ein bisschen weiter nach unten und verhindert, dass er sich so stark verdreht. Ich habe allerdings festgestellt, dass er sich immer noch ein bisschen verdreht und dadurch, dass er jetzt so weit nach unten kommt, ist die Bodenfreiheit, wenn der Ständer eingeklappt ist, sehr, sehr gering. Das Rad auf den Ständer zu bringen ist jetzt etwas einfacher geworden, ist aber immer noch anstrengend, besonders dann, wenn ihr kleiner oder leichter seid. Der zweite Punkt, der uns negativ aufgefallen ist, ist, dass das Rad je nach Belastungs- und Sitzposition verhältnismäßig schnell zu Speedwobble neigt. Gerade dann natürlich, wenn ihr den Lenker loslasst, was generell sowieso nicht erlaubt ist im Straßenverkehr, aber da kann man ja ganz gut sehen, wie gut so ein Rad abgestimmt ist. Je nachdem, wie man den Oberkörper neigt,
kann man es auch freihändig fahren, aber in den meisten Fällen ist das nicht möglich, weil es doch sich relativ schnell aufschaukelt. Ist etwas, was viele Longtail-Lastenräder betrifft und das Cube Longtail Hybrid ist davon leider auch nicht verschont. Und der dritte Punkt, der uns nicht so gut gefallen hat, der aber sicherlich nicht alle von euch betreffen wird, ist diese Teleskopsattelstütze. Gerade wenn ihr größere Größenunterschiede zwischen den verschiedenen Fahrenden habt, dann müsst ihr immer wieder mit Werkzeug daran gehen und das ist auf Dauer ziemlich nervig, vor allem weil hier auch diese beiden Schrauben sind, die ihr dann relativ gleichmäßig einstellen müsst. Da wäre ich einfach glücklicher, entweder mit einer langen Sattelstütze, die hier sicherlich auch drin Platz finden würde, oder eben 2 Schnellspannern, die das Leben mit großen Größenunterschieden doch deutlich vereinfachen würden. Ja, das sind die Punkte, die uns jetzt aufgefallen sind. Aber für wen ist das Cube Longtail Hybrid jetzt am besten geeignet? Ich würde sagen, wenn ihr ein Longtail-Lastenrad sucht, dann würde ich auf jeden Fall auch einen Blick auf das Cube Longtail Hybrid werfen. Denn ihr bekommt hier nicht nur eben diese Sportversion, sondern es gibt es ja auch mit der Enviolo und einem Riemen und ist damit auch über das ganze Jahr praktisch wartungsfrei und super einfach, wenn es darum geht, sich um das Fahrrad zu kümmern. Es gibt keine Federgabel, was natürlich den Komfort so ein bisschen einschränkt, aber auch nicht stark. Also ich habe sie jetzt im Alltag wirklich nicht vermisst. Es gibt allerdings 2 Punkte, die ihr im Hinterkopf behalten solltet und das ist auf der einen Seite eben der bereits erwähnte Ständer. Da müsst ihr einfach gucken, ob das für euch funktioniert und auch, dass der Schwerpunkt durch die 26 Zoll Räder einfach etwas höher ist als bei kompakteren Longtail-Lastenrädern. Wobei ich da im Alltag jetzt nicht so den großen Nachteil festgestellt habe. Es könnte aber sein, wenn ihr kleiner oder leichter seid, dass es dann schon mit entsprechend größeren, schwereren Kindern hier hinten etwas wackeliger sein könnte als bei kompakteren Lastenrädern. Hat Cube es also geschafft, den heiligen Gral, Versatility for Everyday? Die sind sehr nah dran auf jeden Fall. Das Schöne bei dem Longtail Hybrid ist, dass es sich überall wohlfühlt. Egal ob morgens auf dem Weg zur Kita oder auf einer längeren Fahrradtour oder Radreise sogar. Es ist alles möglich mit diesem Fahrrad. Cube hat es hier wirklich geschafft, ein Bike auf die Räder zu stellen, das sich nicht nur von den anderen Angeboten im Markt unterscheidet, sondern hat auch noch geschafft, das Ganze zu einem sehr, sehr guten Preis zu machen. Und das ist ziemlich cool. Aber jetzt ist die Frage an euch. Stimmt ihr mir zu oder ist das Cube Longtail Hybrid just another Longtail? Habt ihr vielleicht eins und ihr habt das ein oder andere Problem festgestellt oder seid vollkommen happy damit? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.